Bock habe ich noch. Manchmal. Werkzeuge für Männer. Am Ende bezahlt man dann wieder 2,50 € dafür. Das ist gar nicht mal so ungefährlich. Ich bin froh, dass ich es alleine rausgekriegt habe. Immer wieder eine Freude, da den Motor anzumachen, einzusteigen. Der Geruch alleine schon. Ja, das war jetzt mal peinlich gerade. Also es war jetzt Hardcore 2 Wochen. Wollen wir einen Test machen? Herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich habe ja im letzten Video schon angekündigt, so ein bisschen, was alles passieren wird. Was erwartet euch jetzt in diesem und auch in den folgenden Videos? Im Grunde genommen das Thema, wir wechseln einfach mal die Fahrzeugbasis. Also wir haben das ja auch in der Vergangenheit, als wir mit Odin 1 unterwegs waren, mit dem Renault, immer wieder auch so Stimmen gehört. Mensch, wechselt doch die Basis, wechselt doch das Fahrzeug. Wir haben dann halt auch immer gesagt, naja, also so einfach ist das nicht. Es gibt schon einen guten Grund, warum wir nicht so leichtfertig uns dann dazu entschieden haben, ach, wechseln wir einfach mal das Fahrzeug, weil es ist richtig viel zu tun. Wir haben also eine Menge Werkstattstoff für euch, den wir euch zeigen können und was im Grunde genommen, naja, bei so einem Basisfahrzeug so alles zu tun ist, damit man das so fit für die Reise macht. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen in diesem und in den folgenden Videos. Natürlich können wir nicht alles in ein Video packen, das wäre dann doch ein bisschen viel. Aber eins nach dem anderen. Wir sind hier in der Nähe von der Autobahn. Die Trucker, die stimmen mir zu. Was ist denn hier los? Okay, also angefangen mit dem Hilfsrahmen. Wir haben ja unseren Mercedes ausgesucht, da im Grunde genommen deswegen, weil wir den Hilfsrahmen wiederverwenden wollen. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Und naja, von der Rahmenbreite her passt es. Es ist aber so, dass Mercedes bestimmte Richtlinien vorgibt, Aufbaurichtlinien, wie so ein Hilfsrahmen beschaffen sein muss, um dann entsprechend eine Kabine drauf zu tragen. Wir sind damit auch mit einer anderen Werkstatt, also mit einem Rahmenbauer, stehen wir in Verbindung, der uns dabei hilft, diesen Rahmen zu bauen. Und ich werde jetzt im Grunde genommen die Maße abnehmen und gucken hinsichtlich der Aufbaurichtlinien, wie man den Rahmen dann eigentlich bauen muss. Und dann werde ich dieses ganze Fahrgestell dafür fit machen, dass wir den überführen können. Weil der alte Zwischenrahmen oder Hilfsrahmen, so wie es richtig heißt, muss halt mit. Und das wird dann schon noch eine spannende Geschichte, den entsprechend so zu verzurren, dass wir da mal eben rüberfahren. Es ist zum Glück nicht weit von hier, irgendwie rund 15 Kilometer. Die Werkstatt hat mir auch gesagt, das ist auch kein Problem, wir kriegen rote Nummern dafür, dass wir den dann überführen können. Es gibt da 3 Dinge, auf die wir achten müssen, wenn wir den Hilfsrahmen jetzt umbauen. Beziehungsweise es hat sich schon herauskristallisiert, dass wir ihn mehr oder weniger sogar neu aufbauen müssen. Aber dazu komme ich gleich. Das erste ist, dass der Hilfsrahmen eine bestimmte Materialgüte haben muss. Einige von euch werden vielleicht den Ausdruck ST37, den normalen Baustahl, kennen. Den kann man für Hilfsrahmen auch verwenden. Mercedes gibt aber vor, einen Stahl zu nehmen, der einer etwas höheren Güte entspricht. Der ist nicht so weit entfernt von ST37, aber ungefähr genauso gut zu verarbeiten. Ich weiß halt nicht, aus welchem Stahl unser alter Hilfsrahmen ist. Er hat uns 3 Jahre lang getragen. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass der gut gehalten hat und auch weiterhin gut halten würde normalerweise, auch für Mercedes gut halten würde. Und somit halt alles, was an diesem Rahmen verbaut ist, was wir wiederverwenden, kann man halt auch dann für den neuen Rahmen wiederverwenden. Was werden wir wiederverwenden? Wir werden natürlich diese Traverse wiederverwenden und den Aufnahmepunkt hinten an unserem Hilfsrahmen. Problem 2 oder die zweite Sache, die wir haben, ist, dass wir den Hilfsrahmen leider so, wie er jetzt ist, nicht komplett auf den Rahmen legen können. Das hatte ich eigentlich gehofft. Ich hatte es aber nicht sehen können, wie Getriebe, Traversen und der Hilfsrahmen, auf welcher Höhe die so liegen, weil eben der Aufbau von der Feuerwehr davor war. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es wie bei Odin, also bei dem Renault so ist, dass der Hauptrahmen auf jeden Fall über allen drüber liegt, also über dem Getriebe, die Traversen versenkt sind im Rahmen. Das ist hier bei dem Mercedes leider nicht so.
Ich habe mir erstmal einen provisorischen Batteriekasten gebaut, weil wir ja nun mal alles abbauen mussten. Der Aufbau der Feuerwehr enthielt halt den Batteriekasten und den konnte ich nicht wiederverwenden. Der bleibt jetzt erstmal so lange drauf und den werde ich halt entsprechend verzurren, dass man den für die Überführung auch so benutzen kann. Den werde ich auch nochmal mit Folie einschlagen, dass, falls dann Regen kommt, weil das Fahrzeug wird dann eine Weile eben halt dort bei dem Rahmenbauer stehen, ja, dass da kein Regenwasser reinkommt. Der nächste Punkt in dem ganzen Umbauprojekt wird dann sein, also sobald ich weiß, wie der Rahmen aussieht und der fertig gebaut ist, wird der Umbau der Druckluftanlage sein, weil sie sitzt ja jetzt außen am Rahmen und da kommen ja für gewöhnlich bei Expeditionsfahrzeugen dann entsprechend Tank und die Stauboxen ran und so wollen wir es natürlich auch machen. Deswegen plane ich halt oder werde ich halt diese Tanks nach innen verlegen, wobei ich diese Tanks nicht weiterverwenden werde. Ich werde neue Tanks verwenden und da kommen wir auch schon zu einer Besonderheit bei den Feuerwehrfahrzeugen, zumindest jetzt bei den 917 Feuerwehrfahrzeugen. Die haben eine sogenannte Schnellstartanlage, das heißt, dass die Tanks aus 2 Kammern bestehen. Eine kleine Kammer, die ungefähr 5 Liter hat und dann eine größere Kammer, die um und bei 25 Liter hat. Ich meine, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Die Funktionsweise ist halt da so, dass erst der Tank mit 5 Liter gefüllt wird, sodass man sofort losfahren kann und dann über Überströmventile werden dann die anderen Tanks gefüllt während der Fahrt. Also die Haupttanks für Kreis 1 und 2 der Bremse. Das alles werde ich trennen. Ich werde separate Tanks einbauen. Ich werde einen 5-Liter-Tank einbauen und ein, muss ich mal gucken, 15-Liter-Tank oder 20-Liter-Tank, je nachdem. Und das kommt halt alles in den Rahmen. Deswegen muss ich halt auch warten, bis der Hilfsrahmen fertig ist, weil der Hilfsrahmen mir dann über die Traversen die Möglichkeiten, die Punkte bietet, wo ich dann die Tanks dran festmachen kann. Das nächste wird sein die Elektrik. Da hatte ich das auch schon mal angekündigt, als wir den LKW überführt haben, dass einige Baujahre von dem 917 Probleme mit den Kabeln haben. Nicht vielen Kabeln, also nur ganz bestimmte Kabel sind davon betroffen. Ist jetzt also keine Gewalt, macht mich nicht nervös. Es geht da halt um die Kabel, die von der Lichtmaschine zum Anlasser führen und dann nochmal ein paar Steuerleitungen, die von der Lichtmaschine in das Fahrhaus führen. Die werde ich ersetzen, weil sich dort die Isolierung löst. Das Material ist irgendwie aus einem anderen Werkstoff als die übrigen Kabel und naja, nach der Länge der Zeit lösen die sich irgendwie auf. Natürlich sind auch noch viele andere Bereiche des Motors, die ich mir angucken werde. Das ist jetzt aber nicht Bestandteil dieses Videos, aber nochmal so vorab schon. Natürlich werde ich mir angucken, wie es um die Kühlwasserschläuche bestellt ist. Sind die schon hart oder irgendwie spröde? Wobei die Mercedes dafür nicht so bekannt sind. Die sind eigentlich immer noch recht gut in Schuss. Natürlich dann aber auch die Hydraulikschläuche für die Servopumpe, für die Servolenkung und für die Kupplung zum Beispiel. Das im Prinzip alles, was irgendwie aus Gummi ist, werde ich mir angucken und sehen, ob ich das dann prophylaktisch tauschen werde. Ja, das ist irgendwie nicht so schön angebracht, muss ich sagen, von Mercedes. Man kommt da irgendwie schwer ran, um das zu befüllen. Ja, mein altbekanntes Problemfeld, Kupplungsflüssigkeit, das hatten wir auch bei Odin gehabt. Zwischenzeitlich ist der Nehmerzylinder undicht geworden, den haben wir dann ja einfach getauscht. War eine relativ schnelle Reparatur, weil ich das Ersatzteil dabei hatte. Von daher war es recht angenehm. Wir hatten damals auch richtig heftige Temperaturen gehabt, irgendwie so um die 34, 35 Grad. Das wäre sowas zum Beispiel, was ich auf jeden Fall als Ersatzteil immer mitnehmen würde, wenn die nicht schon getauscht wurden. Ja, er verliert Kupplungsflüssigkeit, das relativ schnell. Ich bin überrascht, wie schnell, weil ich hatte das vor kurzem erst aufgefüllt und bin nur einmal von draußen reingefahren in die Halle. Ich werde jetzt einmal Pappe unter den LKW legen und gucken, ob ich irgendwo was sehen kann, dass irgendwas rausfließt, raustropft. Dann weiß ich schon ein bisschen mehr über die Stelle, weil der Kupplungsnehmerzylinder sieht eigentlich relativ gut aus, neu aus. Und der Geberzylinder, da sehe ich irgendwie keine Pfütze im Fußraum. Was ich auf jeden Fall hier schon sehe, ist, dass hier irgendwie ein Abzweig eingebaut worden ist. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür der eigentlich da sein soll. Weil normalerweise geht das von dem Einfüllbehälter direkt in den Geberzylinder und das war's.
Ich weiß nicht, wozu dieser Abzweig da ist. Und der sieht auch nicht wirklich gut aus. Wahrscheinlich liegt da schon das Problem irgendwie. Eine relativ kleine Änderung, die aber auch notwendig ist für den ganzen Umbau am Rahmen, also auch für den Druckluftumbau, ist das Kürzen des Auspuffs. Für die Feuerwehr wurde das so umgebaut, der geht irgendwie nach hinten raus. Das brauche ich nicht. Ich werde ihn hier vorne kürzen und dann runterdrehen, sodass er die Abgase unterhalb der Hinterachse dann durchbläst. Wichtig ist halt, dass ich oben Platz für die Drucklufttanks kriege, wo im Moment halt der Auspuff langführt. Und weil wir schon mal dabei sind, den Hilfsrahmen quasi neu zu bauen, gibt es da eine Sache, die habe ich schon lange irgendwie auf dem Herzen. Und zwar ist das diese Aufnahme hier. Das hat mich immer genervt, weil die immer im Weg war, um dort eine vernünftige Treppe einzubauen, die man einfach nur auszieht und aufstellt und fertig. Ja, und dazu wäre es notwendig, den Träger, also die Traverse, ein Stück nach vorne zu versetzen und eben halt dann auch diese Aufnahme ein Stück nach vorne zu versetzen. Das Problem ist allerdings, oder die Herausforderung ist, dass der Kabinenboden aus Holz besteht. Natürlich der Rahmen hier, der ist aus Metall, also aus Stahl. Auch die Streben sind aus Stahl, wo dann das Holz drauf liegt. Und auch da, wo natürlich die Traverse befestigt ist, hier ist halt eine Stahlplatte drunter. Die kann man einfach nach vorne versetzen. Bloß der Kabinenboden ist nun mal aus Holz. Und wenn man da viel Hitze reinbringt durch Schweißen, das kann dann schon mal anfangen zu brennen. Und deswegen bin ich dabei, die ganze Kabine jetzt, zumindest hier im vorderen Bereich, auseinanderzubauen. Und wenn wir schon mal bei dem Thema Kabine sind, hier haben wir natürlich auch einige Änderungen vor. Wir haben halt viele Erfahrungen gesammelt hier und die werden wir halt nach und nach jetzt ausmerzen. Und das ist schon auch ein ganz schön großes Projekt. Angefangen halt zum Beispiel auch mit dem Bereich Badezimmer. Es hat uns immer so ein bisschen genervt, dass es doch relativ viel Platz einnimmt. Das ist natürlich schön, wenn man viel Platz im Badezimmer hat, aber irgendwie kann man das, glaube ich, auch ein bisschen platzsparender aufbauen, wo man ungenutzte Bereiche oder selten genutzte Bereiche vielleicht noch ein bisschen besser nutzt. Ihr kennt das schon, es gibt da im Prinzip ja einen Aufbau, der quasi in fast alle Expeditionsmobile eingebaut wird, dass man halt einfach den Einstiegsbereich noch ein bisschen mitnutzt für das Badezimmer. Ob wir das so machen, weiß ich nicht. Aber wir brauchen den Platz und es gibt nämlich einen Grund dafür, den zeige ich euch. Wir haben hier den Sitzbereich, der sieht so eigentlich recht groß schon aus oder genügend aus, aber das ist er halt leider nicht. Ich bin halt ein bisschen länger, sage ich mal, mit meinen 1 Meter, fast 1,90 Meter brauche ich schon ein bisschen mehr Platz. Wir arbeiten an diesem Sitzplatz halt auch und wir brauchen einfach mehr Platz und da muss halt ein bisschen was von dem Badezimmer weichen. So sieht es leider aus. Was werden wir auch noch machen? Wir werden natürlich die Fenster tauschen. Das hat uns richtig genervt. Ich sag's jetzt nicht, Pieps, Fenster. Man hat hier keine vernünftige Durchlüftung reingekriegt. Mit den Gittern für die Moskitos, für die Mücken, das war immer auch ein Krampf, weil die quasi wie bei normalen Hausfenstern so angebracht sind, ja, dass sie von außen letztendlich ja auch beschädigt werden können durch Äste, Sträucher, wo man halt durchfährt. Man musste sie immer wieder neu kleben und naja. Küche werden wir sehen, muss ich gucken. Auf jeden Fall ist der Plan, wir wollen halt wesentlich mehr Sitzfläche haben als nur zum Arbeiten, sodass man sich halt auch ein wenig hinlümmeln kann. Das haben wir jetzt im Moment gar nicht. Das heißt, der Kühlschrank, der muss weichen. Den werden wir vermutlich entweder mit in die Küche hier einbauen oder irgendwo dort in den Bereich hinbauen. Hat auch noch den Vorteil, dass der Kühlschrank nicht ganz so nervt, direkt neben dem Ohr, da wo man schläft, weil hier ist ja das Bett. An dem Bett werden wir eigentlich nicht so viel ändern. Vermutlich ein bisschen absenken, was ein bisschen doof war, ist immer, weil wir so hoch geschlafen haben, kann man das so ein bisschen schwer als Couch nutzen, zumindest ich, weil ich mit meinem Kopf dann fast immer irgendwo schon an der Decke war und vielleicht senke ich das Bett noch ein bisschen ab. Küche werden wir vielleicht, das muss ich mal gucken, noch ein bisschen einkürzen. Das ist ja halt eine IKEA-Küche, die hier eingebaut worden ist, die ich ja dann auch erstmal richtig fahrfest und pistenfest machen musste. Die ist ja auf der ersten Fahrt auseinandergeflogen, nachdem wir den LKW gekauft hatten. Reisefertig im Übrigen, so wurde uns das zumindest gesagt. Aber erstmal widme ich mich dem Boden und mal sehen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Deine Frau hat sich neues Laminat gewünscht. Ach ja, genau. Meine Frau hat sich einen neuen Boden gewünscht. Ob das ein Laminat wird, weiß ich nicht, weil mit Laminat stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Wenn immer im Grunde genommen Feuchtigkeit oder Flüssigkeit ausläuft, das geht zwischen die Ritzen direkt unten in den Boden.
Gut, für diejenigen, die jetzt darunter einfach nur Kunststoff oder GFK haben, ist das vielleicht nicht so schlimm. Wir haben halt nur mal einen Holzfußboden darunter und das ist eben doof. Ich glaube, ich tendiere dazu so eine PU-Auslage, die so ein bisschen wie Holz aussieht. Achso, apropos Holz. Und wir würden ganz gerne noch ein bisschen mehr Holz in die Kabine bringen, Naturholz in die Kabine bringen, dass es ein bisschen besser atmet und dass das Klima hier drinnen noch besser wird. Was uns ja schon immer irgendwie beschäftigt hat, war, was ist in diesem Zwischenboden drin, der hier eingebaut wurde. Da konnte man ja nie reingucken, es gab keine Wartungsklappe, gar nichts. Und ich hatte schon immer so ein ungutes Gefühl, wie ist das wohl hier verbaut? Ist das alles wirklich pistenfest verbaut? Und nun ja, jetzt bin ich ja gerade dabei in der Bereich, das ist die erste Platte, die ich runtergenommen habe. Und siehe da, was kommt zum Vorschein? OSB-Platten. OSB-Platten halte ich für einen Innenausbau absolut schädlich. Da ist halt Kleber drin ohne Ende. Natürlich sind in den anderen Holzplatten, die sind meistens auch irgendwie verleimt, verklebt, ist irgendwie auch eine Art Kleber drin. Kann man dann auch darauf achten, dass das umweltfreundlich bzw. klimafreundlich oder besser ist halt für die Gesundheit. OSB-Platten sind es definitiv nicht. Und wir hatten halt in letzter Zeit dann auch schon so einen komischen Geruch in der Kabine gehabt und ich hatte schon so einen Verdacht gehabt, durch den Wasserschaden, da ist irgendwas passiert, weil wir hatten nun mal im Winter einen kleinen Wasserschaden. Auch hier wieder so eine Fehlkonstruktion, irgendwie die Rohre. Man sieht es hier ist noch Wasser. Ich habe das komplett abgelassen, das Wasser, und trotzdem ist das Wasser nicht komplett aus den Rohren rausgegangen. Und das ist halt im Winter uns zu Verhängnis geworden, dass irgendwo im Bereich der Küche eine Rohrleitung geplatzt und dort ist Wasser rausgetropft in diese OSB-Platten rein und OSB-Platten fangen halt richtig an zu stinken. Und das ist halt hier auch der Fall, das ist so ein süßlicher Geruch. Ich rieche es auch, man sieht auch Bereiche, wo Wasser letztendlich war. Also hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Ja, hier war irgendwie wohl Holz drüber, das sieht auf jeden Fall irgendwie trocken aus, das sieht eher dunkler aus. Hier ist auch irgendwas passiert im Bereich der Heizung. Ich weiß auch noch, dass ich damals, als ich die Heizung umgebaut habe, ist mir auch ein bisschen Wasser entfleucht aus dem Heizkörper. Und das kriegst du so ohne weiteres nicht wieder raus. Das fängt irgendwann dann halt einfach an zu stinken. Und die will ich raushaben. Und das bedeutet eigentlich, dass ich den kompletten Ausbau, so wie er hier drin ist, rausnehmen muss. Und dann ist noch das Thema Toilette da. Wir hatten bisher immer eine Häcksler-WC. Das war für den Klogang immer sehr bequem, weil es sich angefühlt hat wie bei einer normalen Toilette, wie man sie ja auch im Haus hat. Im Moment sind wir allerdings überlegen, ob wir nicht doch auf Trockentrenntoilette umsteigen. Da gucken wir nochmal, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Aber definitiv ist eine Sache sicher, dass hier auch wieder Murks verbaut worden ist. Das ist der Abfluss für die Dusche. Die geht hier rein. Das ist der Abfluss für das WC und sie sind direkt miteinander verbunden, ohne einen Gerüstverschluss. Naja, was soll ich auch sagen? Wenn man ein wenig schief nach vorne steht und dann auf Toilette geht, was soll dann wohl passieren? Einfach mal eine Wand rausnehmen, ne? Genau, einfach mal nur die Wand rausnehmen. Diese Wand wurde geklebt, geschraubt, oben nochmal mit den Aluschienen nochmal befestigt. Ich kriege das nicht zerstörungsfrei raus. Das war meine Hoffnung. Aber wieso muss man jetzt, also wenn ich hätte Wände jetzt nicht zusammengeklebt, ehrlich gesagt, wenn ich sie schraube. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Und scheiß viel Aufwand gerade. Mega gefrustet. Naja. Aber was soll's. Rumjammern hilft nicht. Weiter geht's. Vor allen Dingen die Küche, die kann er nicht vernünftig bauen. Die fällt uns gleich bei der ersten Fahrt auseinander. Aber das hier, das baut er für die Ewigkeit. Ne? Hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt. Geht nicht. Bewegt sich kein Fatz hier.
Übrigens das hier für die Befestigung der Küche, das habe ich alles nachträglich angebracht. Also für diejenigen, die neu dazugekommen sind oder noch nicht so lange dabei sind oder die ersten Videos nicht kennen, wo wir im Prinzip ja auch nochmal umgebaut haben, um das hier zu einem richtigen Fahrzeug, Wohnmobil, Expeditionsmobil zu machen. So. Aber das mir ist mir eine Freude. Diese Scheiße endlich raus. Weg. Falls ihr euch fragt, wieso ich das jetzt hier eigentlich alles auseinanderreißen will, wobei ich doch eigentlich nur wissen will, ob ich da vorne die Halterung umschweißen will. Das Problem ist, die unteren Platten, die sind größer als die oberen Platten. Und ich muss erstmal oben abrüsten, damit ich an die unteren Platten rankomme. Ich kriege auch die Bohlen, die hier drin sind, die sind teilweise auch länger, nicht raus und ich würde sie jetzt ungern auseinandersägen. Wohingegen ich die Platten natürlich auseinandersägen könnte, aber hier drunter, unter dieser OSB-Platte, ist da nochmal Dämmung und dann kommt eine vernünftige Siebdruckplatte, die ja dann, ja, also die soll dann auch ganz bleiben natürlich, die wollen wir wiederverwenden. Ne? Jetzt abschraube und das Ganze nach vorne verlege. Macht er das damit? Da kann er sich ja nicht bewegen. Es ist verflucht kalt geworden. Das hier ist ein Teil der Kupplung, das gehört aber zum feuerwehrtechnischen Aufbau, also nicht original zu Mercedes. Und wir hatten ja mit der Kupplungsflüssigkeit einen Verlust, also das Problem, dass da irgendwie die Kupplungsflüssigkeit weggeht. Und mir ist das schon beim Kauf aufgefallen, dieses Teil. Ich wusste aber noch nicht, was das ist. Ich hatte angenommen, dass das irgendwie durch Salz auf der Straße irgendwie verrostet ist. Aber nee, das ist im Prinzip die Kupplungsfernbedienung, wenn sozusagen hinten die Pumpe bedient wird und dann der Nebenantrieb eingelegt wird, dann muss halt auch immer die Kupplung getreten werden und das ist sozusagen diese Fernbedienung, die per Druckluft gesteuert wird. Und die ist undicht. Zusätzlich aber auch zu unserem Behälter, der Flüssigkeitsbehälter, da hat jemand irgendwie auch so ein bisschen rumgefrickelt, einfach nur eine Schraube reingedreht in so ein Loch. Das ist natürlich alles irgendwie weggerostet, undicht geworden und das habe ich jetzt mit Epoxidharz geklebt und das ist dann jetzt auch wieder dicht. Also das ist zum Beispiel ein Teil des Feuerwehraufbaus, den man dann halt mit zurückrüsten kann. Das ist halt immer eine Fehlerquelle. Unterwegs bringt einem das gar nichts. Das gute Stück. Naja, gut. Also, wir hatten da ja auch so unsere Mühen mit dem Kühlschrank hier. Würden wir den nochmal kaufen? Wahrscheinlich eher nicht. Also kühlen tut er gut, nur immer das Gefrierteil. Irgendwie, das zieht die Wurst nicht vom Teller.
Wie ist so die Motivation, bei 1 Grad rauszugehen und zu arbeiten? Nicht geil. Gar nicht geil. Weil die Tür halt so eng ist. Ich weiß nicht, ist das 60er? Nee, nicht mal 50. Wir kriegen hier halt nichts im zusammengebauten Zustand raus. Also fast nichts. Deswegen muss ich jetzt halt auch die Möbel, also die Küchenmöbel komplett, also fast zerlegen. Ich habe jetzt genau hier hinter der Heizung noch eine Schraube, die fest ist. Da komme ich sehr schwer ran. Ich versuche die nochmal lose zu machen, weil sonst wird es rabiat und ich muss das irgendwie rausbrechen. Aber die USB-Platten hier, die verwenden wir sowieso nicht wieder. Da kommt was anderes rein. Von daher ist es egal. Jawohl. Ansonsten hätte ich jetzt die Heizung ablassen müssen. Das muss ich sowieso noch machen, weil ich werde sowieso das Heizungssystem umbauen. Und alles was Kupfer ist, Kupferrohre, kommt raus. Ich sag mal, die 3 Jahre haben die Kupferrohre gut überstanden. Also da ist jetzt nichts irgendwie passiert, wo ich sage, okay, wir haben jetzt irgendwie durch geplatzte, gebrochene Lötstellen irgendwie einen Wasserschaden. Aber wir haben Wasserschaden durch Frost, weil ich da nicht alles rausgekriegt habe. Und da sind dann Lötstellen aufgegangen. Die gute Siebdruckplatte. Ich bin mal gespannt, wie dick die ausgelegt ist. Aber ich sehe schon, dass das nicht reichen wird. Von dem, was wir am Boden hochgenommen haben. Ihr erinnert euch vielleicht an eines unserer Videos, schon viel, viel länger her, ist jetzt glaube ich schon fast über 1,5 Jahre her. Nicht ganz, ein Jahr ist es jetzt her, 12 Monate sind wir jetzt hier, oder? Wo wir mitgeteilt haben, dass wir die Reise abbrechen, nach Hause müssen und dass ein Notfall in der Familie vorliegt. Und nun ja, es ist halt jetzt so passiert, dass eben das Unvermeidliche eingetreten ist und der Verlust eines geliebten Familienmitgliedes wir jetzt halt zu betrauern haben. Und in dem Fall ist es meine Mutter, die jetzt sehr kürzlich verstorben ist. Wir haben jetzt heute Dezember, den 12. Es ist jetzt ungefähr 4 Wochen, würde ich sagen, her. Und ich kann halt nur sagen, sowas zieht halt einem den Boden unter den Füßen weg. Das kennt sicherlich jeder, der irgendwie einen geliebten Menschen verloren hat, ob nur aus der Familie oder im Freundeskreis. Da bleibt die Erde einfach mal stehen für einen selbst. Und das erfordert alles an Kraft, was man aufbringen kann, um diese Situation zu bewältigen. Und wir hatten auch in den vergangenen 12 Monaten, die wir jetzt hier sind, auch sehr, sehr viel Kraft in diese Krankheit, die aufgetreten ist bei meiner Mutter. Ja, das hat sehr viel Kraft gefordert. Und wir haben dennoch irgendwann dann halt weitergemacht, wieder Videos gedreht und auch weitergemacht, indem wir unseren Aufbau, unser Fahrzeug angefangen haben, wieder neu aufzubauen. Jetzt ist es aber leider so, dass wir sagen müssen, dass wir erstmal Zeit brauchen. Wir müssen uns erstmal... werden uns jetzt erstmal rausnehmen, jetzt erstmal Weihnachten ganz in Ruhe angehen, versuchen auf andere Gedanken zu kommen und auch nach Weihnachten den Jahreswechsel ganz entspannt zu verbringen, um
irgendwie wieder einen klaren Kopf zu bekommen, weil es war, wie Nico schon sagte, das letzte Jahr war mega heftig. Und so ein Projekt könnt ihr euch halt auch vorstellen, das braucht richtig viel Energie. Das macht man nicht mal eben so nebenbei. Und deshalb wollen wir euch an dieser Stelle euch schöne Weihnachten schon mal wünschen, weil das wird in diesem Jahr unser letztes Video sein. Wir wollen euch auch noch ganz gerne was mitgeben. Auch jetzt in diesem Zuge, in dieser Situation kommen auch Gedanken mit, die man vielleicht so in seinem Leben so mittendrin nicht so mehr verspürt, nicht mehr so hat. Das kennt jeder, kennen wir halt auch. Man ist irgendwie immer im Tun, immer im Machen, immer im Schaffen und manchmal vergisst man, was wirklich wichtig ist dazwischen. Dass es vielleicht nicht das Projekt ist, nicht irgendwie noch dieses eine Meeting oder dieses eine, was man noch fertig machen muss. Es ist vielleicht einfach viel wichtiger zu schauen, wer ist um einen herum, welche lieben Menschen sind da, die man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat, wo man schon immer gedacht hat, man müsste mal wieder einen Kaffee trinken gehen oder einfach mal wieder besuchen. Sei es denn, dass es die Eltern sind, die geliebte Schwester oder der Bruder oder einfach ein super toller Freund oder Freundin. Ich kann nur sagen, schiebt es nicht zu lange auf. Nehmt euch einfach die Zeit dafür. Am Ende ist es immer zu wenig Zeit.